Wir sind hier auf dem Hauptklärwerk Stuttgart-Mühlhausen. Hier wird das Wasser aus einem großen Teil von Stuttgart behandelt. Also die Kläranlage hat eine Ausbaugröße von 1,2 Millionen Einwohnerwerten. Das beinhaltet dann eben sowohl die Bürger selber als auch den Anteil aus der Industrie. Und tatsächlich ist die Kläranlage in Mühlhausen hier mit etwa 800.000 bis 900.000 Einwohnern belastet. Die Zulaufsituation stellt sich folgendermaßen dar. Wir haben hier einen Trockenwetterzulauf von etwa 2.000 bis 3.000 Liter pro Sekunde Abwasser, die wir hier behandeln können. Und bei Regenwetter kann das bis zu 7.500 Liter pro Sekunde betragen. Wir haben es vorhin kurz gesehen, das ist eine braune Brühe, riecht übel und sind natürlich jede Menge Hinterlassenschaften der Bevölkerung enthalten, angefangen von Grobstoffen, Hygieneartikel, Essensreste etc., alles was über Toiletten eben entsorgt wird und natürlich auch schon gelöste Stoffe wie Stickstoff- und Phosphorverbindungen und diese Stoffe werden alle innerhalb dieser verschiedenen Abwasserreinigungsschritte entfernt, zunächst in der mechanischen Reinigungsstufe durch Rechenanlagen, durch einen Sand- und Fettfang, einer Vorkläranlage und danach in der biologischen Abwasserreinigung, sodass danach dann auch die gelösten Inhaltsstoffe entfernt sind und wir dann eben für zum Beispiel die Kohlenstoffverbindungen einen Reinigungsgrad von 98% erreichen können. Bei den Stickstoffverbindungen liegen wir etwa bei 80% und auch bei den Phosphorverbindungen sind wir bei 95 bis 98%, die wir entnehmen können. Hier am Standort in Stuttgart-Mühlhausen sind rund 100 Mitarbeiter mit der Aufgabe der Abwasserreinigung beschäftigt, wobei die Anlage rund um die Uhr betrieben wird und auch rund um die Uhr besetzt ist. Also wir haben hier einen Schichtdienst, der dann 24 Stunden am Tag da ist, 365 Tage im Jahr, um eben die Abwasserreinigung am Standort hier sicherzustellen. Das Wasser wird also nach der biologischen Abwasserreinigung nochmal an einen Sandfilter hingeführt. Der Sandfilter hat die Aufgabe, noch feinste Schwebpartikel zu entnehmen, sodass hier nochmal eine restliche Reinigung erfolgt, bevor das Wasser dann eben dem Neckar übergeben wird und damit wieder dem natürlichen Wasserkreislauf zur Verfügung steht. Wir sind jetzt im Zentrallabor, wo die ganzen Proben von der Kläranlage und von anderen Ämtern und Eigenbetrieben untersucht werden. Also der Großteil sind natürlich Abwasserproben, hier vom Hauptklärwerk, aber auch von unseren anderen Klärwerken. Das macht etwa 70% unserer Tätigkeit aus. Und auch andere Wasserproben, Grundwasserproben, Mineralbäder, Schulschwimmbecken, Trinkwasser. Und auch Feststoffproben aus der Aufbereitung vom Schlamm zum Beispiel. Ja, also in Stuttgart gibt es sehr viele Mineralquellen. Das ist das zweitgrößte Mineralwasservorkommen in Europa. Und das ist natürlich auch ein Gut, das es zu schützen gilt. Deswegen wird es bereits seit 1927 regelmäßig von unserem Labor untersucht. Also das ist ein System Flüssigkeitschromatographie mit Triple-Quad Massenspektrometer. Hier werden Spurenstoffe untersucht im Abwasser, also zum Beispiel Arzneimittel oder Industriechemikalien, Röntgenkontrastmittel, Pestizide aus der Landwirtschaft, also alles, was als unerwünschte Spurenstoffe im Abwasser landen kann. Es werden Proben untersucht vor der Einleitung des Klärwerkes in den Neckar und danach, sodass man immer eine Differenzbildung machen kann, wie die Wasserqualität davor und danach ist.